Hallo Leute, herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen unerwarteten Gast da, meinen Schwiegervater / Vermögensberater. Danke, dass du da bist. Gerne, danke für die Einladung. Gerne. Kannst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Rolf Redmeier, ich bin 66 Jahre jung, verheiratet, habe 2 Kinder, 1 und 2 Schwiegerkinder, wo ich ja nun gerade zu Gast bin und mache diesen Beruf als Vermögensberater seit jetzt 39 Jahren. Sehr cool. Wir haben euch das schon vor sehr vielen Monaten versprochen, über das Thema Versicherungen zu sprechen. Und heute ist es soweit. Ich habe einen Experten dabei, also ich hoffe, dass wir das Thema noch ein bisschen aufklären können. Gerne. Gut, dann starten wir direkt. Meine erste Frage ist ein bisschen allgemein. Was unterscheidet Deutschland im Bereich Versicherungen von anderen Ländern? Was würdest du sagen? Im Grundsatz ist es eigentlich so, dass es sehr viele Versicherungen in Deutschland gibt. Also auch sehr viele Absicherungsmöglichkeiten in Deutschland gibt, die alle allerdings reguliert sind. Also jedenfalls, wenn man den normalen Markt nimmt. Die angelsächsischen Länder, also zum Beispiel England oder USA oder Australien, die haben ein anderes System, auch für die Beratung ein anderes System. Und das unterscheidet hauptsächlich die. Aber was würdest du sagen, wo kommt das in Deutschland her, dass es hier so viele verschiedene Versicherungen gibt? Und wann fing das eigentlich an? Erst nach dem Krieg oder schon vor dem Krieg? Also ist das so kulturell bedingt? Das ist kulturell bedingt. Also angefangen hat das, glaube ich, schon in den Mitte 1800er Jahre wurde ja die erste deutsche Rentenversicherung gegründet. Von Bismarck und dann auch die Arbeitslosenversicherung. Und darauf aufbauend kam, glaube ich, so dieser Bereich zustande. Versicherungen gibt es schon ganz, ganz viel länger, weil Warenterminversicherungen, wenn man Waren verschickt hat über die Welt, das gab es ja schon ganz lange, dann konnte man das absichern bei Händlern. Also zum Beispiel wir haben ganz viele Juden gemacht. Das waren früher die Geldhändler oder halt auch die Kreditgeschäfte gemacht haben. Und daher war das schon im Mittelalter schon teilweise. Spannend. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Okay, dann gehen wir direkt zum Thema Versicherungen in Deutschland aktuell. Welche Versicherungen braucht man im ersten Jahr, wenn man nach Deutschland zieht? Also vielleicht hast du 2, 3, auf die man unbedingt achten muss, wenn man hier neu ist. Wenn man neu ist, gibt es eigentlich eine einzige, die ganz, ganz wichtig ist. Das ist die private Haftpflichtversicherung erstmal. Aha, ich dachte die Krankenversicherung. Die Krankenversicherung natürlich auch, aber die ist in der Regel, wenn man sich hier meldet als Zuziehender, wird man ja erstmal in die gesetzliche Krankenversicherung eingestuft. Das heißt, man wird automatisch eigentlich aufgenommen, wenn man sich meldet. Also man muss sich dann bei der Krankenkasse auch anmelden, aber halt das läuft normalerweise halt über die Ämter auch mit. Okay, aber trotzdem, das ist schon der erste Schritt, dass man sich bei einer Krankenversicherung selber meldet und sagt, dass man aufgenommen werden möchte. Ja, oder muss. Aufgenommen werden muss. Und kann man sich die Krankenversicherung auch selbst aussuchen, die gesetzliche? Im normalen Fall ja. Also wenn man jetzt halt in dem Bereich wenn das über das Amt läuft, dann sind das in der Regel die AOKs, das heißt die allgemeinen Ortskrankenkassen, die das abdecken. So, und von da aus, wenn man dort drin ist, kann man sich dann nach 18 Monaten, das ist die Mindestlaufzeit, wo man drin sein muss, kann man dann die Krankenkasse sich selber aussuchen. Es gibt, ich weiß nicht, 30, 40 gesetzliche Krankenkassen, wo man sich das aussuchen kann. Okay, gut, aber das ist die Pflicht. Und die anderen Versicherungen, die keine Pflicht sind, aber unbedingt notwendig sind, oder aus deiner Sicht notwendig sind. Aus meiner Sicht notwendig sind, ist halt, was ich schon eben gesagt hatte, die private Haftpflichtversicherung. Sie deckt Schäden ab, die ich anderen zufüge. Also nicht absichtlich zufüge, das ist natürlich immer ausgeschlossen. Aber wenn ich als Beispiel mal, ich gehe völlig gedankenverloren über die Straße, gucke nicht richtig, ob da jemand kommt und muss immer eine Vollbremsung machen, um dich nicht überzufahren, und da fährt einer hinten drauf, dann ist das zum Beispiel über die private Haftpflichtversicherung abgedeckt, die Schäden, die dadurch entstanden sind. Leute, wir werden das ganze Gespräch für euch skripten und zusammenfassen. Also alle Versicherungen, alles, was wir erklären, werden wir für euch auflisten. Also wenn dieses Thema für dich wirklich aktuell ist, dann ladet ihr das Skript komplett kostenlos herunter. Klicke auf den Link unter diesem Video oder in den Shownotes, falls du diese Folge auf einer der Podcast-Plattformen hörst. Dann gehen wir weiter. Die Haftpflichtversicherung ist ein Muss aus deiner Sicht. Und was würdest du sagen, wie oft benutzt man diese Versicherung wirklich? Ja, wenn man Kinder hat,
tritt sie häufiger mal auf. Okay, also diese Versicherung ist quasi für die ganze Familie dann oder wie funktioniert das? Ja, also man kann diese Versicherung in 3 Stufen abschließen. In der Regel als Single, wenn man keine Familie hat, als Paar ohne Kinder, als Paar mit Kindern. Aha. Sondern sind alle Kinder immer gleich mit versichert, egal wie viele Kinder das sind. Und Kinder machen gerne mal etwas, was vielleicht zu einer Situation führt, wo man bezahlen muss. Ja. Und also jemandem einen Schaden zufügen, irgendwas kaputt machen. Und dann wäre das bei Kindern über 7 Jahren versichert. Kinder unter 7 Jahren sind in der Regel nicht schuldfähig. Und da muss schon eine Aufsichtspflichtverletzung der Eltern vorliegen, dass die Kinder dann in Regress genommen werden können. Ehrlich gesagt, die Eltern natürlich, nicht die Kinder. Wie teuer ist so eine Versicherung? Einfach so um den Dreh ungefähr? Also wenn man sie Standalone abschließt. So Single? Single, also jetzt Standalone meine ich als Einzelvertrag. Ah, okay. Nur den einen Vertrag, dann liegt man so bei 10 Euro im Monat. 10 Euro im Monat? Ja. Okay, das kann man noch vertragen. Das ist überschaubar, ja. Überschaubar, genau. Und vor allem dann ist man abgesichert. Ja, also für die wichtigsten Dinge erstmal ist man abgesichert, wenn man jemand anderen Schaden zufügt. Ist es nicht auch so, dass man diese Versicherung ganz häufig vorweisen muss, wenn man in eine Wohnung einzieht? Ja, Privathaftpflichtversicherung deckt zum Beispiel auch innerhalb der Wohnung einen Schaden ab, wenn zum Beispiel die Waschmaschine, der Schlauch platzt. Das Wasser läuft aus, ich bin nicht in der Wohnung, weil ich jetzt arbeiten bin jetzt als Beispiel. Dann ist es so, dass die Schäden, die dadurch entstehen am Gebäude, also das getrocknet werden muss, dass der Raum getrocknet werden muss und zum Beispiel in der Wohnung unter mir halt gemalt werden muss neu, weil da Wasserflecken sind und auch getrocknet werden muss. Das übernimmt dann die private Haftpflichtversicherung von mir. Und deswegen verlangen das sehr, sehr viele Vermieter. Ja, sinnvoll. Ja. Welche Versicherungen sind optional und welche sind unnötig, so aus deiner Perspektive? Unnötig, ja oder nein, kann man so gar nicht sagen. Das kommt immer auf euch an, was ihr als sinnvoll erachtet. Es gibt Dinge, die meiner Meinung nach auch noch wichtig sind. Das wäre dann die Hausratversicherung, wenn ich mir schon etwas angeschafft habe und es passiert dieser Fall mit der Waschmaschine und meine Möbel quellen auf durch das Wasser, dann ist das über die Hausratversicherung abgesichert. Ah, okay. Also für die Wohnung haben wir dann die Haftpflichtversicherung und die Hausratversicherung. Genau. Das heißt, wenn meine Dinge in der Wohnung kaputt gehen, dann wird diese Versicherung das auch bezahlen. Genau. Okay, das war mir zum Beispiel auch nicht klar. Ja. Ich dachte, dass das alles über die Haftpflichtversicherung läuft. Nein. Meine eigenen Sachen, die selber von einem Schaden dann betroffen sind dann über den Hausrat versichert. Ist vielleicht ganz einfach zu erklären, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt ein Haus und ihr macht das Dach mal weg und dreht das das Haus und alles, was rausfällt, ist Hausrat. Aha. Alles, was drinnen bleibt, zum Beispiel fest verbunden ist, wie die Küche, ist Wohngebäudeversicherung. Aha. Ist also anders wie die Hausrat. Das sind so Unterschiede, so ganz einfach erklärt jetzt mal. Es gibt natürlich ganz viele andere Unterschiede noch, aber das wäre einfach erklärt. Okay, Hausrat sollte man eigentlich auch haben. Ja, dann käme da noch die Glasversicherung dazu. Die Glasversicherung betrifft eigentlich auch mehr, so wie heutzutage, fast jeder von euch hat ein Smartphone. Und das Smartphone hat ein Display. Jeder kennt den Spider auf dem Smartphone, dass das Glas kaputt gegangen ist. Dann geht man zur Reparatur in einen großen Markt. Ja. Und dort kann man das dann reparieren lassen und reicht das über seine Glasversicherung ein. Wow, also wenn mein Handy kaputt geht... Das Glas, also das Display. Ja. Wenn das kaputt geht, kann ich das in die Versicherung einreichen? Genau. Also muss man gucken, ob die Versicherung, die man abschließt, das auch hat. Aha. Also ich gehe mal davon aus, dass das mit den Partnern, mit denen ich zusammenarbeite, die haben das. Leute, das ist ein cooler Trick. Also merkt euch das, wenn ihr eine Hausratversicherung habt und euer Handy, also das Display. Glasversicherung. Aha, aber ist Glasversicherung ein Teil von Hausrat? Nein. Oh je, also wir haben Haftpflicht, Hausrat, Glasversicherung. Ja. Und würdest du sagen, dass die meisten Menschen keine Glasversicherung haben? Oder deine Kunden haben meistens eine Glasversicherung? Oder sagst du, okay, das ist jetzt nicht so wichtig? Nein, ich nehme das schon eigentlich immer mit rein, um halt solche Sachen mit abzudecken. Also das wäre das Smartphone-Display, das wäre zum Beispiel auch eine Glasscheibe von einem Fenster. Und mit dem PC, wie ist das da? Nein. Ah, okay, nur Display von einem Handy. Nur Handy, Aber auch warum? kein Tablet.
Aber warum, also weißt du, wo das herkommt? Warum ist da die Weil das meiste ist halt, dass das Smartphone groß kaputt geht. Ah, okay. Also das ist quasi auch ein Verkaufsargument für die Versicherung. Natürlich, weil so ein Smartphone-Display kostet ja auch mal schnell 250, 300 Euro. Ja. Und so eine Glasversicherung kostet im Jahr 60 Euro. Gut, also nochmal, wir hatten Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, Glasversicherung. Hast du noch etwas? Unfallversicherung. Unfallversicherung, okay. Ich sag mal den deutschen Text dazu. Wenn ein von außen eindringendes Ereignis auf dich einwirkt, dass du einen Unfall hast, also zum Beispiel hinfällst bei Glätte jetzt, wie es jetzt gerade ist draußen, wenn du dann einen bleibenden Schaden hast, wird der in eine sogenannte Invalidität umgewandelt. Also es gibt so prozentuale Sätze, zum Beispiel ein nicht mehr zu benutzendes Bein hat so und so viel Prozente, ein Arm, so und so viel Prozente Finger. Ist alles geregelt danach. Also, okay, Moment. Du bist umgefallen, dann hast du einen gesundheitlichen Schaden. Genau. So, deinen dauerhaft gesundheitlichen Schaden. Dann wäre das über diese Unfallversicherung, dann bekommst du einen einmaligen Geldbetrag. Auf der einen Seite kannst du das machen, um halt zum Beispiel Umbaumaßnahmen, wenn du einen Rollstuhl brauchst, in der Wohnung zu finanzieren. Ah, okay. Dann kannst du dort auch noch eine Rente mit versichern, also ab 50% Invalidität würdest du dann die vereinbarte Rente monatlich bekommen. Okay, also diese Rente vereinbart man dann beim Abschließen des Vertrages. Ja. Okay, und davon hängt dann auch die Höhe der Kosten, die man für diese Natürlich, umso mehr man versichert, umso teurer wird es. Ja, und diese Versicherung findest du auch als sinnvoll? Ja, vor allen Dingen für Personen, die gesundheitlich eingeschränkt sind, weil es dort keine Gesundheitsprüfung gibt. Aha. So, wenn man zum Beispiel die nächste Versicherung, die wichtig dann wäre, wenn man hier auch arbeitet in Deutschland, wäre die Berufsunfähigkeitsversicherung. Berufsunfähigkeitsversicherung. Also der Name sagt schon wahrscheinlich viel aus darüber, was die Versicherung macht. Also wenn du nicht mehr arbeiten kannst, dann bist du versichert und bekommst trotzdem Geld. Richtig? Also wenn du über 50% also berufsunfähig bist, das wird festgestellt von Medizinern, dann bekommst du die vereinbarte Rente. Und zwar so lange wie der Vertrag läuft. Also ob du ihn mit 60, 65, 67, 70 abgeschlossen hast, so lange würdest du diese Rente bekommen, auch wenn du erst 35 bist oder 30 bist und hast dann diese Einschränkung vom Beruf her, würdest du das bekommen, so lange wie der Vertrag läuft, solange du berufsunfähig bist. Sollte durch Rehabilitationsmaßnahmen und Ähnliches diese Berufsunfähigkeit wieder aufgehoben werden, dass du das mit deinem Beruf wieder ausüben kannst, dann ist es so, dass du das Geld natürlich nicht mehr bekommst. Was ist der Unterschied zwischen Unfallversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung? Genau. Unfallversicherung sagt das Wort schon. Du musst einen Unfall haben. Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung kann der Leistungsfall auch durch Krankheit eintreten, zum Beispiel durch Burnout. Aber ist es nicht so, dann reicht mir vielleicht die Berufsunfähigkeit? Wenn ich Natürlich. die habe, dann brauche ich vielleicht die Unfallversicherung nicht. Nein, ist richtig, dann brauchst du innerhalb der Unfallversicherung nicht den Baustein der Rente. Was ich gesagt habe, du bekommst eine monatliche Rente ab 50% Unfall, Invalidität. Den brauchst du dann nicht, wenn du eine Berufsunfähigkeit hast. Diese Einmalzahlung ist vielleicht sinnvoll, solltest du einen Rollstuhl haben, um dann Umbaumaßnahmen in der Wohnung machen zu können, dass du die Türen verbreitest, damit du mit dem Rollstuhl da durchkommst, das Auto umbaust, dass du trotzdem Auto fahren kannst. Das sind alles Sachen, die du dann ja durch die Einmalzahlung abdecken kannst, die du in der Berufsunfähigkeitsversicherung nicht bekommst. Da bekommst du ja nur die Rente. Aha, oder Gehalt quasi. Eine Rente. Also Rente. auch wenn du mit 35 berufsunfähig bist, dann heißt das Rente. Ja. Ah, okay. Was wird oft ignoriert und hat dann später Folgen? Gibt es so irgendwelche? Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist völlig unterschätzt. Aha. Bei ganz vielen Leuten brauche ich nicht, gerade bei Jüngeren leider Und Gottes. ist sie teuer, deshalb wollen die Leute sie nicht haben? Kommt auf den Beruf an. Ein handwerklicher Beruf ist sehr, sehr viel teurer wie ein Beruf, der im Büro stattfindet. Natürlich, weil Handwerker häufiger Unfälle haben. Genau, und halt Invaliditäten haben dadurch auch, dass sie diesen Beruf nicht mehr ausüben können. So, und deswegen wird das meistens nicht gemacht. Und wenn man das nicht machen möchte, weil man sich das vielleicht auch nicht leisten kann, das ist noch eine andere Sache, dann sollte man wenigstens die Unfallversicherung mit dem Baustein Rente machen. Sind die Versicherungen privat? Also ist es
eine private Firma, die das betreibt, Ja. oder wird das staatlich betrieben? Nein, das sind alles privat. gesetzliche, das sind meist fast alles Aktiengesellschaften oder Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit nennt sich das, die so etwas machen. Ah, okay. Also ich wiederhole mal kurz, um das zusammenzufassen, und wenn du noch was ergänzen möchtest, können wir dann auch noch sprechen. Wir hatten die Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, Hausrat, Glasversicherung, Unfallversicherung und Berufsunfähigkeit. Ja. Und das sind so die Sachen, die du empfehlen würdest. Gibt es noch etwas vielleicht, was du ergänzen willst? Ja, es gibt ja gesetzliche Absicherungen auch noch dabei. Die muss man natürlich berücksichtigen, wenn sie denn tatsächlich eintreten, weil dann die Höhe der privaten Absicherung natürlich nicht so hoch sein muss. Es gibt ja auch im gesetzlich abgesicherten Bereich eine, das nennt sich ja nicht Berufsunfähigkeitsversicherung, sondern Erwerbsminderungsabsicherung. Da wird nur festgestellt, wie lange kannst du am Tag noch arbeiten. 0 bis 3 Stunden, 3 bis 6 Stunden oder über 6 Stunden. Und danach gibt es Geld vom Staat. Aha. So, und das ist zwar nicht gerade sehr viel, was dann kommt, aber es ist eine Grundabsicherung, dafür ist es ja da. Und darauf aufbauen kann man dann die private machen. Aber diese Absicherung gibt es erst, wenn du mindestens 5 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hast. Ah, okay, also du musst mindestens 5 Jahre in Deutschland leben und arbeiten und in die Rentenversicherung zahlen. Ich bin ja schon seit sehr vielen Jahren in Deutschland und auch für mich klingt das ziemlich komplex. Ja. Also wenn man sich alleine damit auseinandersetzen möchte, dann dauert das entweder sehr viele Stunden oder ja, man wird oft verwirrt und sagt, ach egal, mache ich gar nicht. Es gibt ja aber sehr viele Berater auch so auf dem Markt, die man vielleicht kontaktieren könnte. Kannst du meiner Community ein paar Tipps geben, worauf man bei den Beratern achten soll? Das ist dann halt auch vielleicht die Sache, wo sie sagen, ich habe Angst, dass mir was Falsches verkauft wird. Also erstmal sollte er eine vernünftige Ausbildung haben. Ausbildung? Er sollte einem Berufsverband angehören, weil dadurch auch sichergestellt ist, dass er gewisse Versicherungen abgeschlossen hat für Falschberatung, dass er, wenn er unwissentlich falsch beraten hat, dass er dann auch den entstandenen Schaden bezahlen kann überhaupt. Weil als Berater ist man, wenn man frei arbeitet, also halt als Handelsvertreter nennt sich das in Deutschland, ist man dann mit seinem gesamten Privatvermögen haftbar. Das sind so Sachen, die man theoretisch prüfen könnte. Okay, hat er eine Ausbildung, gehört er einem Berufsverband? Auf der menschlichen Ebene gibt es so Warnsignale, die man vielleicht bei den Beratern oft erkennt, Ja, und wo du sagen würdest, mit dem würde ich vielleicht lieber nicht sprechen. Wenn man zum Beispiel mit einem Berater eine Beratung macht, und dieser Berater sagt, das musst du unbedingt jetzt abschließen, damit du jetzt dann abgesichert bist, und wenn das nicht passiert, dann bist du morgen schon tot oder halt bist pleite, weil du deinen Schaden nicht bezahlen kannst. Wenn er drängelt. Wenn er drängelt, ist es also so, dass es ist ein Warnsignal, weil ein seriöser Berater macht das nicht. Der sagt, stell dir etwas vor, sagt, das würde ich an deiner Stelle so machen, und überlegst dir und melde dich. Okay. Ist es auch typisch, dass die Berater dir mehrere Optionen geben? Oder ist es meistens nur eine Option? Weißt du, dass man das daraus auswählen kann und sagen, okay, ein guter Berater gibt dir meistens 2, 3 Optionen, aus denen du auswählen kannst. Nee, ein guter Berater fragt vorher, was du möchtest. Aha, okay. Und macht dann so, dass er daraus eine Empfehlung gibt. Und zwar eigentlich in der Regel eine Empfehlung, weil er sich ja vorher Gedanken gemacht hat darüber, was er dir empfehlen möchte. Und zwar er selber macht für sich, die und die Option hätte ich für diesen Mandanten. Und die Option passt aber am besten zu ihm aus den Gesprächen oder aus dem Gespräch, das ich vorher geführt habe. Ah, okay. Also es gibt normalerweise ein kostenloses Beratungsgespräch, und der Berater soll fragen, was du möchtest, und dann vielleicht auch deine Lebenssituation ein bisschen verstehen, und dann gibt es eine Empfehlung, und er soll nicht drängeln. Genau. Also in der Regel sind das auch mehrere Termine. Aha. Also im ersten Termin macht man eigentlich als vernünftiger oder seriöser Berater eine Datenaufnahme. Das heißt, was hat derjenige, was möchte derjenige, wie viel Geld hat er zur Verfügung, was hat er bisher an Ausgabensituationen, was hat er gegebenenfalls schon an Absicherung. Es kommt ja darauf an, ob er neu nach Deutschland kommt oder ob er schon ein paar Jahre hier in Deutschland lebt. Und dann sagt man, okay, heute ist jetzt Schluss, habe ich auch genug erzählt. In der Regel erzählt man dann als Berater ja auch viel, was ist wichtig, worauf sollte man achten und solche Dinge alles. Und dann lässt man
dem Mandanten erstmal das in Ruhe sacken und zieht sich zurück und arbeitet die Beratung aus. Das war ein guter Spruch. Etwas sacken lassen. Das ist ein bisschen umgangssprachlich, aber es ist ein toller Spruch, also etwas ruhen lassen. Ich lasse das sacken, ich gebe dem Zeit, ich lasse den Mandanten überlegen, nochmal drüber nachdenken. Ich lasse die Information sacken. Genau. Und das ist ein Punkt, der ganz wichtig ist. Und in der Regel kommt dann der zweite Termin, da wird die Beratung gemacht. Es kann natürlich sein, dass der Mandant so begeistert ist, dass er das an dem Abend auch noch gleich abschließen möchte. Das ist okay. Ja. Das ist auch nicht verkehrt, wenn dieser Wunsch nicht von mir kommt. Ja. So, wenn der Mandant sagt, ich möchte das jetzt machen, oder ich frage ihn natürlich, möchtest du das jetzt machen oder möchtest du nochmal drüber nachdenken? Und er sagt, ich möchte darüber nachdenken, dann lässt man ihn in Ruhe und sagt, okay, pass auf, wir machen jetzt Cut und in 2-3 Tagen meldest du dich bei mir. Ja. Das ist okay. Man kann aber auch gleich sagen, nö, pass auf, das gefällt mir, dann macht man sofort die Verträge und dann ist gut. Ja. So, das sind die beiden Möglichkeiten, die man hat. Ich würde sagen, wir haben sehr intensiv über das Thema Versicherung gesprochen. Dankeschön, Papa, für dein Wissen, dass du bereit warst, vor der Kamera zu sprechen. Und Leute, ich habe eigentlich noch viel mehr geplant, und zwar über das Thema Vermögensaufbau zu sprechen. Also bitte schreibt in die Kommentare, ob ihr den zweiten Teil von diesem Podcast hören wollt. Und dann sprechen wir nochmal über den Vermögensaufbau. Ansonsten, like dieses Video, schreibt ganz viele Kommentare. War die Folge hilfreich? Was war neu für euch? Ja, also gebt uns ganz viel Unterstützung. Und wir sehen uns nächste Woche in einem neuen Video. Danke, Papa. Bitte, tschüss. Ciao.